Meine schöne Heimatstadt Chemnitz ist bundesweit in den Schlagzeilen. Und normalerweise halte ich mich bei dem Thema Messerstechereien, Flüchtlinge und Neonazi-Demos ja ein bisschen zurück. Aber als Chemnitzer muss ich diesmal einfach was dazu sagen. Und das mache ich diesmal nicht alleine, sondern Frank Stoner ist hier und du bist ja zugezogener Wahlchemnitzer. Genau, ich bin Wahlchemnitzer. Ich lebe seit 16 Jahren in der Stadt. Und auch mir ist es ein Bedürfnis, da was dazu zu sagen, weil ich muss wirklich sagen, es bewegt mich zutiefst. Ich bin emotional bewegt von dem, was in unserer Stadt, ich fühle mich auch als Chemnitzer, meine Familie lebt auch dort, was dort passiert und wie sich die Lage der Stadt dramatisch verändert und die ganze Stimmung und die Lebensqualität. Genau, und damit meinst du jetzt aber nicht den aufkommenden Nazi-Mob, der sich laut Massenmedien sozusagen jetzt zusammenrottet und Chemnitz zur No-Go-Area macht. Das ist ja die offizielle Lesart. Wir beide kennen uns ein bisschen aus in der Stadt und du hast ja auch unweit des Tatortes, wo es ja auch jetzt einen Toten gab, bis vor wenigen Wochen gearbeitet. Warum Richtig. denn jetzt nicht mehr? Ja, ich bin ja auch DJ und Musikfan und ich habe 12 Jahre lang in einem Club gearbeitet, der wirklich genau downtown ist, an der Brückenstraße, ist ehemalige Flower Power. Dort habe ich aufgelegt jahrelang und habe das also aus erster Hand auch mitbekommen in den letzten 2-3 Jahren, wie sich die Sicherheitslage verändert hat. Und ich arbeite da auch jetzt nicht mehr, weil unser Club vor 2-3 Monaten auch hat schließen müssen. Aus verschiedenen Gründen, aber letztens auch ist das auch einer der Gründe, eben, dass durch diese extrem schwierige Sicherheitslage in der Chemnitzer Innenstadt es für uns halt nicht so einfach ist, dort die Sicherheit von Gästen zu gewährleisten und es ist einfach nicht mehr das richtige Klima für eine Love-and-Peace-Botschaft in diesem gewaltvollen Milieu. Ja. Wodurch ist denn die Sicherheitslage gefährdet? Ja, das ist genau der Punkt, weil ich meine, wir reden ja jetzt aktuell über die Ereignisse, heute ist Dienstagmittag, wo wir das jetzt aufnehmen. Und es wird jetzt, wie du es auch schon angesprochen hast, so rumgedreht. Und es ist wirklich, diese Ereignisse jetzt aktuell sind auch ein Musterbeispiel dafür, wie unsere Presse, Mainstream-Presse arbeitet und Dingen einen Spin gibt in die völlig andere Richtung. Denn jetzt, wir haben es heute gelesen, das ist schon dieses Zitat erwähnt, ich glaube, es war im Spiel gestanden, da steht, dass sozusagen die Rechten Chemnitz zu einer No-Go-Area machen. Und es ist eine komplette Umkehrung, denn die Wahrheit ist, in den letzten Jahren, ich kann das aus eigener Hand sagen, das Problem ist, dass es gewisse, ich weiß nicht, welche Worte ich dort formulieren soll, aber es gibt gewisse schwerstkriminelle Leute aus der arabischen Welt, wobei ich mir noch gar nicht so sicher bin, ob es nur arabisch ist, weil ich kann es auch nicht genau unterscheiden, es ist Araber oder Tschetschenen oder aus Afghanistan, so genau weiß ich das nicht. Aber was ich mit eigenen Augen auch erlebt habe, ist, dass es dort eben Szenen gab, gewaltvolle Szenen schon in den letzten Monaten, 1-2 Jahren, wo eben so diese arabischen Gangs auf der Straße sich selbst jagen. Das sind Menschenjagden, die dort stattfinden, mit einer enthemmten Brutalität auch. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Das ist wirklich schockierend, also auch diese Vibration zu fühlen. Also da haben Psychopathen, die dort nachts abgehen und sich aber erstmal untereinander irgendwie ständig bekriegt haben. Und das sind dann echt so Szenen, wir haben da auch einen Freisitz von dem Club und das ist so eine Art Empore oberhalb von der Brückenstraße. Das ist dort Chemnitz, wirklich downtown, dort ist das Karl-Marx-Denkmal, Monument, also jeder kennt das so. Genau dort, wo das ist genau die Terrasse, wo auch alle Massenmedien jetzt dort versammelt waren, Kameras, da ist man sicher. Das ist sozusagen in dem Freisitz von dem Club, wo ich gearbeitet habe. Das sind die Massenmedien. Ich bin auch irgendwo froh, dass der Club gar nicht mehr aufhat, das sage ich ganz ehrlich. Ja, und dort auf diese Terrasse haben die dann auch manchmal diese Menschenjagdler übergegriffen. Und da muss man auch einen Schritt zur Seite gehen mit dem Bier in der Hand, weil gerade prügelt einer mit dem Gürtel auf jemand anders ein. Solche Dinge. Aber die Araber haben sich untereinander bekriegt. Das war noch untereinander, ja. Ja. Aber das waren Sachen, die gingen über Monate. Das ist kein Einzelfall. Also ich habe es mit eigenen Augen erlebt. Ja. Und ich weiß von den Security-Leuten von meinem Club, ich habe da ein enges Verhältnis dazu. Ich meine, die Lage ist extrem eskaliert. Auch der Stress, den die Security-Leute hatten, diese Leute fernzuhalten von dem Club und die Sicherheit zu garantieren. Ich habe die Waffen gesehen, die unser Security-Mann denen abgenommen hat. Wir reden hier von feststehenden Klingen, Militärmesser und so. Und ganz ehrlich, Leute, die mit einem Messer mit feststehender Klinge ins Nachtleben Samstagabend gehen,
Das kann in einer Zivilgesellschaft einfach nicht sein. Und solche Leute dürfen nicht frei auf der Straße rumlaufen. Und ich habe selber diese Eskalation sozusagen miterlebt über die Monate und jetzt 2, 3 Jahre und habe mehrmals auch davor gewarnt und kann es einfach nicht verstehen. Wirklich fällt mir schwer, das zu verstehen, wie die Verantwortlichen, die Stadtoberen, und dazu zähle ich die Stadtpolitik, dazu zähle ich die Justiz und auch irgendwo die Polizeiführung, dass die das einfach zulassen. Und tatsächlich sind das die Kräfte, die Chemnitzer Innenstadt, und wir reden nicht von irgendeinem sozialen Brennpunkt, irgendein Glasscherbenviertel, wir reden von der Innenstadt, dass die zu einer No-Go-Zone wird, das hat die Stadt zugelassen. Und das Problem sind, bisher zumindest, nicht die Rechten. Und das kann ich wirklich aus erster Hand sagen. Ja. Und ich kann das auch absolut bestätigen. Ich habe eine ganze Menge Freunde, Verwandte, Bekannte in Chemnitz, die mir eigentlich alle ausnahmslos sagen, dass sie bestimmte Stadtgebiete im Stadtzentrum nach 20 Uhr meiden. Und jetzt kommen wir mal zu den aktuellen Ereignissen. Da weiß man ja auch nicht so genau. Offiziell gibt es einen Toten, 2 Verletzte. Weiß man in Chemnitz so durch den Buschfunk vielleicht ein bisschen mehr, was genau passiert ist? Wie stellt sich das denn dar? Ja, es ist schwierig, weil tatsächlich man nichts weiß, weil man auch nicht weiß, also ob die Polizei da überhaupt vor Ort war, als das passiert ist, oder ob die nicht gekommen sind, als sie schon vorbei waren. Man hört Gerüchte, ich habe da auch keine anderen, als die ihr bestimmt auch habt. Was ich gehört habe, ist eben diese Story, und ich kann es nicht bestätigen, ja, aber das erscheint mir auf jeden Fall auch nicht unschlüssig oder unwahrscheinlich, weil ähnliche Verläufe habe ich selbst mit eigenen Augen miterlebt. Also es wird sich halt erzählt, dass dort am Anfang eigentlich 2 Frauen waren, die auf dem Weg zu ihrem Auto waren und die dann von mehreren Arabern, Nordafrikanern, wie auch immer, angegangen wurden. Sexuelle Nötigung, wie auch immer man das nennt. Und das ging so weit, dass die dann, so wird es sich erzählt, ich kann das nicht garantieren, aber der Ablauf an sich scheint durchaus schlüssig, weil diese Szenen so habe ich genau in dem Kiez, von dem wir reden, Wochenende für Wochenende selbst miterlebt. Ja, und die Story geht halt, dass die dann um Hilfe gerufen haben und dann kam halt einer zur Hilfe. Das ist dann der letztens auch gestorben ist. Das ist ein Chemnitzer, typische Chemnitzer Vita, ein Elternteil kubanisch, DDR-Zeiten halt gewesen und ein Elternteil deutsch, aber halt Chemnitzer. Ja, und der ist soll den Ladies zur Hilfe gekommen sein, woraus es dann schon zu Gewalttätigkeiten kam, wobei dann wiederum 2 weitere Chemnitzer und das sind dann eben Russlanddeutsche, dann wiederum dem zur Hilfe gekommen sind. Das sind die schwer verletzt sind. Das sind die beiden, die dann schwer verletzt sind. Also so geht halt die Geschichte. Und ich weiß nicht, wie jetzt genau der Ablauf war, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass es hier ziemlich klar ist, wer Täter und Opfer ist. Die Opfer... Die werden sich nicht selbst massakriert so haben. Ist es, da ist ja auch und man die muss Rede ja auch dazu sagen, wirklich nicht von einem Messerstich ja, in der 25 Schlägerei. Messerstiche. Das ist genau was, wo ich dann auch draus schließe. Das sind halt diese psychopathischen Leute, die ich mit eigenen Augen erlebt habe, deren Vibration auch so menschen- und lebensverachtend ist. Und das sind halt Leute, die kommen eben aus Kriegsgebieten, Syrien, Irak. Und das sagen wir auch schon seit Jahren. Es ist halt auch naiv zu glauben, dass von dort dann nur Leute kommen, die fliehen vor den Gewalttaten, also die Opfer sind, sondern es fliehen natürlich auch Leute, die Täter sind, ja, die sich was zu Schulden haben kommen lassen und die vor den Strafverfolgungsbehörden oder vor dem Staat dann vor Ort fliehen. Ja, und dann bei uns. Und ich rede nicht von allen, das ist ja völlig klar. Ich kritisiere Islam und Christentum, das mache ich hier auch ganz gerne und so weiter, aber es ist ja völlig klar und ich war oft genug in arabischen Ländern selber. Es ist nicht so, dass jeder Moslem und Araber irgendein gewalttätiger Mensch ist, bei weitem nicht. Ja? Wir reden hier von ich weiß nicht, in Chemnitz vielleicht ein paar Dutzend Leuten, die aber hochgradig gefährlich sind und deren Wirken ich selbst gesehen habe und weiß, dass sie schon seit Monaten unterwegs sind. Und ganz ehrlich, ich kann es einfach nicht verstehen. Und es berührt mich im Mindesten, dass die Stadt es einfach zulässt. Weil Leute, die massiv die Sicherheit gefährden, und wirklich, wir reden von Gefährdern, das ist jetzt nicht eine Schlägerei, wir reden von ernsthaftesten Problemen, dass solche Leute, obwohl man ja weiß, wer das ist, es ist überschaubar in Chemnitz, dass man die einfach gewähren lässt. Das ist, wo meine Hauptkritik auch ansetzt. Also es wäre leicht, die aus dem Verkehr zu ziehen, weil sie sind bekannt, da versagt offenbar irgendwo im Apparat ganz gehörig was. Hier ein Beispiel dafür noch, sorry, weil es mir wirklich wichtig ist, ja, das zu sagen. Auch jetzt gerade in diesem Kontext. Die Dinge, die ich mit eigenen Augen erlebt habe,
Und auch, was ich auch von den Security-Leuten von meinem Ex-Club halt weiß, weil ich ja dann jeden Morgen dann natürlich auch mit denen dann spreche, so hey, wie war für euch die Nacht? Und bekomme ich dann von dort auch ein Feedback. Ja? Und, aber was ich auch mit eigenen Augen erlebt habe, ist, dass bei diesen Jagdszenen einfach keine Polizei einfach nicht kommt. Und ich bin mir sicher, da gab es Dutzende von Notrufen. Also allein unser Club hat natürlich mehrmals Notrufe abgesetzt. Gäste von unserem Club haben das. Aber wir sind ja mitten in der Innenstadt. In Chemnitz ist es auch so, dort leben Leute in der Innenstadt. Da ist gleich ein Mehrgeschosser, das sind Wohnungen, da schauen die Leute aus dem Fenster raus, während unten auf der Straße die Jagdszenen stattfinden. Ja. Da werden auch Autos beschädigt und so. Ja. Und da sind bestimmt Dutzende von Notrufen eingegangen. Und die ganze Zeit, ich denke mir, was ist denn los? Wieso? Wir sind hier mitten in der Innenstadt, wieso kommt denn da keine Polizei in Deutschland, mitten in Chemnitz, nachts um 2 Uhr? Und tatsächlich hat es dann von der Story, die ich mit eigenen Augen erlebt habe, war das eine halbe bis dreiviertel Stunde, so genau weiß ich nicht mehr, bis ich die erste Polizei gesehen habe. Und das ist, wo ich wirklich sage, das kann nicht sein, dass die Stadt, der Staat die öffentliche Sicherheit aufgibt. Und das ist wirklich nur 500 Meter vom Polizeipräsidium weg. Und ich weiß auch, dass die Polizei, der Staat bei uns durchaus Stärke zeigen kann, wenn er will. Geht das ganz schnell. Du kannst doch in kurzer Zeit dort genügend Leute hinschicken, aber es kommt einfach gar keiner. Eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde in der Innenstadt, das ist für mich einfach nicht tragbar. Und deswegen hat man diese Eskalation, wenn du diese Dinge weißt, hast du echt sehen können und voraussehen können. Und jetzt ist es soweit, dass wir den ersten Toten haben. Ja. Ja, der, wie ich schon erwähnt hatte, mit keiner Silbe irgendwie mal eine Beileidsbekundung von offizieller Seite erfahren hat oder von den Medien. Die Medien haben sich daran gemacht, wirklich alles zu tun, um ja, mehr oder weniger, wie du schon sagtest, alles auf den Kopf zu stellen. Und die Schlagzeilen sind jetzt mehr oder weniger Polizei überlässt dem rechten Mob die Innenstadt. No-Go-Area. So, das ist jetzt sozusagen das, was hängen bleibt. Wir hatten jetzt, wie gesagt, nach dieser tragischen Nacht mit dem Todesopfer, wie zu erwarten, unangemeldete Versammlungen von Menschen, wahrscheinlich ausgelöst von Freunden, von Vereinen. Er war ja irgendwie auch Fußballfan und da ist es eigentlich erstmal nur logisch, dass sich Trauernde dort am Tatort versammeln. Und das hat dann halt eine gewisse Eigendynamik bekommen. Man muss auch ganz klar sagen, es gibt natürlich Menschen, die das auch zum Anlass nehmen, um wiederum ihre rechte Ideologie auf die Straße zu tragen. Also das wollen wir gar nicht verneinen. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit so und wie gesagt auch zu erwarten, dass sich da eben auch Hooligans und gewaltbereite Rechte dort mitversammeln und das eben als zu Propagandazwecken dann eben ausschlachten, ja, und sich dann eben vielleicht auch mal an diesen Jagdszenen, die da sowieso jede Nacht stattfinden, auch mal mit beteiligen. Und das ist eben genau das, was man dann auch vereinzelt auf Videos irgendwie gesehen hat. War ja alles eigentlich recht harmlos. Es gab, soweit ich weiß, keine Verletzten. Genau, das muss man nämlich mal fragen. Wenn hier geredet wird von jetzt die Rechten würden Jagdsee machen und es geht um die Ereignisse von Sonntagabend und dann kann ich nur sagen, wie viele Leute sind denn an diesem Sonntagabend verletzt worden oder gab es sogar Tote? Gar nichts. Da brauchen wir nicht von Jagdszene reden. Ganz ehrlich, dass überhaupt mal die Menschen eine Reaktion zeigen. Wenn solche Dinge passieren, also so schwere Kriminalität in unserer Stadt passiert, dass die Menschen eine Reaktion zeigen, finde ich gut. Und das gibt mir sogar Hoffnung, weil alles ist besser als eine Reaktion. Eine menschliche Reaktion zeigt mir immer noch, selbst wenn es Zorn ist oder so, zeigt mir, hey, da ist noch ein Mensch drin. Und nicht mehr nur noch der Konsument, der auf dem Sofa sitzt und das einfach nur so schluckt. Überhaupt eine Reaktion ist wichtig. Und ich kann euch auch sagen, es gibt, ich bin weit rumgereist, was in anderen Ländern, andere Völker sind da wesentlich leidenschaftlicher und da werden die Reaktionen ganz anders noch ausfallen. Ja? Also es ist wirklich, wenn man das so sieht, ist am Sonntagabend diese vermeintliche spontane Demonstration, das ist ja harmlos, da ist nichts Schlimmes passiert. Ja, und dass Menschen überhaupt empört sind und zornig sind, das ist ein Gefühl, was ich verstehen kann, weil es zeigt, dass es noch eine Menschlichkeit da ist. Ja. Aber trotzdem nochmal ganz klar, wer sowas zum Anlass nimmt, um dann wirklich, sage ich mal, eine Pogromstimmung zu verbreiten, das können wir natürlich überhaupt gar nicht gutheißen. Also das geht wirklich absolut überhaupt nicht. Und man sollte sich mit solchen Menschen natürlich auch überhaupt nicht auf die Straße stellen. Aber
Aber es ist ja eigentlich umgekehrt. Es wird ja so dargestellt, als hätte sich jetzt die bürgerliche Mitte da den Neonazis auf der Straße angeschlossen. Es war ja eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, eher umgekehrt. Ja, die bürgerliche Mitte hat sich dort am Tatort versammelt und hat getrauert. Und dann gab es eben ein paar Hooligans und gewaltbereite Rechte, die sich dort angeschlossen haben. Da wird eher ein Schuh draus. Und ich fand es auch interessant, weil viele Augenzeugenberichte und wie gesagt, ich habe eine Menge Bekannte in Chemnitz, die auch gesagt haben, die haben sich schon gewundert, warum am Sonntag die Innenstadt, du hast keinen Parkplatz mehr gefunden, es war wirklich übervoll mit Autos. Da ist zum Beispiel unweit da gegenüber von dem Kaufhaus Schocken ein großer Parkplatz, der ist normalerweise recht leer, ja, der war überfüllt, aber da waren wenig Chemnitzer Kennzeichen dabei. Die hatten alle entweder ein V oder ein L. Ja, also die kamen entweder aus dem Erzgebirge oder aus Leipzig. Und da kann ja mal jeder selber drüber nachdenken, was da im Prinzip sozusagen stattgefunden hat. Also da trifft man sich sozusagen schon an einem von den Medien hochstilisierten Ort, wo man weiß, da kracht's heute Abend und dann kommen sie von überall her. Ja. Ja, und wer da aus Leipzig da angereist kam und wer da aus dem Vogtland und auf welcher Seite die dann standen, das kann sich mit Sicherheit jeder selber denken. Es bedient auch alle Klischees, ehrlich gesagt. Das ist richtig, ja. Und das zeigt eigentlich auch, wie sehr es schon gelungen ist, uns Bürger in diese bürgerkriegsähnlichen Zustände reinzureiten. Und für mich ganz klar die Ursache davon, dieses mediale Öl ins Feuer gießen. Und ich hab als Chemnitzer wirklich eine Stinkwut auf die Medien, die dann solche Sätze fabrizieren wie eben der rechte Mob rottet sich zusammen, ja, und macht Chemnitz zur No-Go-Area. Ja, also das ist so weit entfernt von der Realität. Richtig, ja. Aber das Schlimme daran ist, es gießt halt immer noch mehr Öl ins Feuer, weil schon allein die Wortwahl, weißt du, Zusammenrottung, der Begriff ist gefährlich, weißt du, das ist, im Grunde genommen könnte man schon sagen, das ist sowas wie Nazi-Speech, weil dadurch entmenschlichst du jemanden. Ja. Menschen rotten sich nicht zusammen, sondern Tiere tun das. Ja. Menschen versammeln sich. Und tatsächlich ist das eins unserer edelsten Grundrechte, auch das Recht auf Versammlungsfreiheit. Und wenn jetzt gesagt wird, naja, aber die da in Chemnitz Sonntagabend marschiert sind, die haben ja ihre Demo nicht angemeldet, na gut, also ich meine, Samstagnacht ist ein Verbrechen passiert und Sonntag kannst du nichts anmelden. Ja. Aber es ist doch ein Grundrecht von den Menschen, nach so einer Nacht sich zu versammeln und dem zu gedenken. Ich bin da völlig bei dir. Jede Art von Gewalt, ob von links oder rechts, lehne ich total ab. Als Chemnitzer habe ich das Interesse an und das ist, glaube ich, auch rübergekommen bei meinen Worten, um was es mir geht. Es geht um die öffentliche Sicherheit in der Stadt. Aber die wird nicht von rechts bedroht, aus meiner Sicht auch nicht von links. Und das ist auch wahr, was du sagst. Jetzt, wo Chemnitz so in den Medien ist, jetzt droht auch Chemnitz so eine Art Stellvertreterrolle zu bekommen. Und es kommen viele Kräfte von außerhalb von der Stadt in die Stadt rein und die dort so eine Schärfe noch zusätzlich reinbringen. Ne? Denn das muss man auch sagen, Chemnitz gibt es natürlich eine rechte Szene, gab es schon immer. Aber es gibt auch eine starke linke Szene. Chemnitz ist traditionelle Arbeiterstadt. Aber ich kenne Leute aus beiden Ecken so. Ich auch. Und mein Eindruck war, das ist mein Eindruck, nach 16 Jahren Chemnitz ist aber so, dass weder die einen noch die anderen jetzt allzu sehr extremistisch sind. Das ist alles, man kommt noch irgendwie zurecht. So, ja. Also es ist jetzt nicht so dieser Fanatismus oder auch diese Gewaltbereitschaft, wie wir sie vielleicht in Berlin dann oder so erleben. Das kennt Chemnitz so nicht. Also zumindest in unserer jetzigen Zeit, sogar Anfang der 90er vielleicht mal anders, aber das ist eine Ecke her. Aber auch da muss ich noch eins sagen, auch, weil du auch schon das Wort Bürgerkrieg benutzt hast, da sind wir noch weit weg. Das ist auch, da muss man auch aufpassen. Ähnliche Zustände, ja, also wenn man Jagdszenen aber es ist eben noch nicht so. Es ist wirklich nicht so viel passiert. Also Sonntag, das kann ich nur sagen, Sonntagabend, es gab keinen einzigen Verletzten oder sowas. Dann sind wir davon noch weit weg. Auch das ist Teil der Geschichte, dass es eben so überdramatisiert wird. Und jetzt Menschen, die jetzt einfach nur mal oberflächlich in der Zeitung, Qualitätsmedien, Spiegel und so, ich will jetzt gar nicht von Springer, ich weiß gar nicht, was das Bild geschrieben hat, aber wenn die Leute sich dort informieren, dann bekommen die genau den Eindruck, als wäre jetzt Chemnitz eine Art Bürgerkriegsszene. So. Und das ist definitiv falsch, das stimmt einfach nicht, das ist nicht wahr. Aber ich kann es nur noch mal sagen, was mir ganz wichtig ist. Das Problem in Chemnitz, das Sicherheitsproblem in Chemnitz, das hat sich in den letzten Jahren angedeutet und das ist, weil die Stadt, wirklich die Innenstadt nachts vernachlässigt und einfach es keine Polizeipräsenz mehr gibt und letztens die Clubs und die Menschen halt, die da nachts unterwegs sind, auf sich alleine gestellt sind. Ne? Das ist die traurige Wahrheit. Ja. Und das eskaliert jetzt immer weiter. Genau.
Das ist die traurige Wahrheit und die wollten wir einfach mal loswerden. Ja, als Fazit bleibt da wirklich einfach nur zu sagen, die Medien haben mal wieder erstklassige Arbeit geleistet, indem sie jetzt Chemnitz sozusagen zur Nazi-Hochburg hochgeschrieben haben. Aber ja, ich bin einfach fassungslos als Chemnitzer, was da jetzt aus dieser Stadt medial gemacht wird und wie lange sowas ja auch nachhallen wird. Ja? Also auch Heidenau, Pirna oder Kandel werden den Ruf ewig nicht loswerden. Und jetzt ein Synonym dafür. Ja, genau. Und jetzt ist Chemnitz eben auch Synonym für ja, Neonazis oder keine Ahnung was. Aber Sachsen ist ja schon laut Bild-Zeitung und Morgenpost sowieso schon seit 2 Jahren komplett braun gefärbt. Also es ist eigentlich eine extreme Frechheit, muss ich mal so sagen, ja, weil gerade diese Qualitätsmedien, die sich immer echauffieren und vom AfD-Klientel oder von Pegida da immer mehr Toleranz fordert gegenüber Andersdenkenden. Ja, also wie wäre es mal damit? Toleranz gegenüber Andersdenken. Und wir sind noch nicht mal Andersdenken. Wir benennen die Dinge einfach beim Namen. So ist es. Ja? Und kein Mensch wird mir gegenüber jetzt den Verdacht äußern können. Ich bin weder mit der einen noch mit der anderen Szene irgendwie verbandelt. Ich kenne halt Leute. Aber einfach alleine in meinem Job als DJ kriege ich diese Dinge halt mit. Natürlich kenne ich meine Türsteher-Leute und natürlich haben die Verbindungen rein in das, was man Hooligan, Fußballszenen nennt. Das ist so. Zumindest als die junge Männer waren die vielleicht so. Später, wenn dann Türsteher versuchen halt auch irgendwo einen Job halt zu haben. Ja. Ich kenne diese Leute. Ich kenne natürlich auch Leute aus der linken Szene in Chemnitz, keine Frage so. Das, was mir auch, und das ist vielleicht mein letztes Statement dazu, was ich halt so dramatisch finde, und das gilt für Chemnitz, und das gilt aber so genauso für das ganze Land, für ganz Deutschland, vielleicht sogar für ganz Europa im Moment, ist, dass wir angeschürt durch die Medien in diese Rechts-Links-Falle tappen, uns dort bekämpfen, und einfach die wahren Probleme überhaupt gar nicht angehen. Wir analysieren die nicht, ganz zu schweigen davon, dass wir in eine Problemlösung kommen. Dass wir sagen, wie können wir denn die Sicherheit in unseren Städten wieder gewährleisten? Dass für alle Menschen, die in den Städten leben, ein einigermaßen friedliches Leben möglich ist. Wir diskutieren gar nicht dazu, wir kommen gar nicht dazu, weil das Volk, und das hat echt schon was Wahnhaftes für mich, aufgespalten ist in diese Links-Rechts-Geschichten. Und wenn du gestern Abend, heute ist Dienstag, also Montagabend, gab es da auch 2 Demonstrationen in Chemnitz. Wenn ich mir das so angucke, wie die sich diese Lager gegenüberstehen, das ist für mich so, es ist so wahnhaft und es ist zutiefst traurig. Weißt du, der Anlass ist ein schweres Verbrechen und wir müssen uns damit auseinandersetzen und auch der Trauer und so. Es hat auch eine karmische Geschichte, was soll ich verbrechen? Man muss dir mal ein bisschen Raum geben, es zu bewältigen. Das können wir nicht, weil die Menschen sofort gefangen sind in diesem Lagerdenken und auf einmal, das bestimmt alles. Ja. Und die eigentlichen Probleme verlieren wir völlig aus dem Blick und das ist ein gefährlicher Zustand, ein gefährlicher mentaler Zustand. Ich weiß nicht, also für mich ist es wahnhaft irre. Es ist kein gesunder Zustand mental, wenn du in so einem Zustand bist und dadurch einfach nicht mehr die Klarheit hast, die offensichtlichen Dinge zu sehen und zu analysieren und daraus dann die Konsequenzen zu ziehen. Ne? Ja, mehr habe ich dazu jetzt auch nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, das war uns ein Anliegen als geborener Karl-Marx-Städter und später Chemnitzer und Wahlchemnitzer, das einfach mal loszuwerden. Ja gut, also danke Frank für das Statement. Ja, danke dir. Ja. Danke fürs Zuschauen und heute Abend einschalten bei unserem Livestream. Tschüss.